Mohn und Kirschen, eine unschlagbare Kombination. Zusammen mit knusprigen Streuseln entsteht daraus ein unglaublich saftiger Kuchen, der perfekt zum Kaffee passt. Ich zeige dir jetzt, wie einfach er gelingt. Erst wird der knusprige Streusel zubereitet. Ich habe hier in meiner Schüssel Dinkelmehl, braunen Zucker, Vanille, Prise Salz und kaltes Butter. Alle detaillierte Zutatenmengen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich zubereite gerne den Streusel immer als erstes vor, weil ich kann den dann kalt stellen und während ich den Rest vorbereite, hat der Streusel Zeit, wieder richtig fest zu werden und dann wird er beim Backen richtig knusprig. Jetzt das Ganze kurz zu einem Streusel kneten und ab in den Kühlschrank. Und jetzt machen wir mit dem Hauptteig weiter. Also dafür erst 5 Eier in eine große Schüssel geben. Brauner Zucker, Vanille und eine kleine Prise Salz. Und etwa 10 Minuten schaumig schlagen. Das ist die größte Arbeit jetzt für den Kuchen und am Ende soll das Ganze dann so richtig schön cremig, hell und luftig werden. Dann geben wir noch das geschmolzene und leicht abgekühlte Butter dazu. Den Mixer können wir jetzt schon zur Seite stellen und wir brauchen jetzt die trockenen Zutaten und den Joghurt. Ich habe hier Backpulver und Backnatron und die gebe ich jetzt zum Dinkelmehl dazu und nur kurz umrühren. Und dann gebe ich erst etwa die Hälfte der Trockenzutaten dazu und mit dem Spatel vorsichtig ins Teig heben, nur bis es fast vermischt ist und dann geben wir ungefähr ein Drittel Joghurt dazu. Der Joghurt sorgt dafür, dass der Kuchen richtig saftig wird. Und dann nochmal kurz ins Teig heben, dann noch die restlichen Trockenzutaten, vorsichtig dazu heben. An dieser Stelle kannst du schon mal deinen Backofen vorheizen, Ober-Unterhitze und 175 Grad. Nochmal ein Drittel Joghurt. Und immer nur kurz zum Teig heben, so bleibt der Teig schön luftig. Dann können wir die gemahlene Mandel dazugeben und die heben wir jetzt kurz auch ins Teig. Das restliche Joghurt. Und ganz zum Schluss noch gemahlenen Mohn. Und dann nochmal vorsichtig unterheben und damit ist unser Teig schon fertig. Jetzt brauchen wir ein Backblech, den habe ich schon mit Backpapier belegt und ich benutze so einen Backrahmen, ist aber kein Muss. Den Teig verteilen wir gleichmäßig auf dem Backblech. Und dann noch die saftigen Kirschen, weil es gerade Saison ist, habe ich frische Kirschen. Die Kirschen habe ich schon entsteint und halbiert, aber du kannst auch wunderbar Kirschen aus dem Glas verwenden. Alle Details dazu findest du im Rezept unten in der Videobeschreibung. So, dann die Kirschen darüber gleichmäßig verteilen. Und dann noch so ganz leicht ins Teig drücken.
Und ganz zum Schluss noch der Streusel. Der ist jetzt schon schön fest geworden und den verteile ich gleichmäßig auf den Kirschen. Und jetzt wird der Kuchen im vorgeheizten Backofen 40 bis 50 Minuten gebacken. Ihr Lieben, das ganze Haus duftet unfassbar lecker. Mein Mann war schon da und hat gefragt, was hier so verführerisch duftet. Also bald können wir uns schon auf den Kuchen freuen. Was ich an diesem Kuchen auch toll finde, ist, dass er super zum Einfrieren geeignet ist. Also ich friere normalerweise direkt die Hälfte davon und dann hat man immer Kuchen bereit zum Kaffee. Also dafür den Kuchen vollständig abkühlen lassen, dann in Stückchen schneiden, am besten zwischen den Stückchen so ein kleines Stück Backpapier legen und einfrieren. Dann kann man den Kuchen so etwa eine Stunde vor dem Servieren einfach zum Zimmertemperatur nehmen und dann hat er genug Zeit zum Auftauen. Ich hoffe, dir hat das Rezept für diesen Mohn-Kirschkuchen gefallen. Ich weiß, das ist schon jetzt einer von unseren neuen Favoriten und wird immer wieder bei uns gebacken. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.